Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Dog. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich hoffe, ihr seid bereit für 5 günstige Herbstdüfte aus meinen Augen. Ja, und bevor ich das zeige, oder bevor ich die zeige, für alle Neuen, die das erste Mal hier auf diesem Kanal sind, drückt die Glocke, abonniert mich, abonniert diesen Kanal, abonniert den Dog, den einzig wahren, unerreichten Fragrance Dog. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr. So Leute, also wir fangen gleich mal mit den ersten an. Sehr geile 5 Düfte, die wirklich günstig sind. So, der erste ist Jacques Bogart und zwar Silver Sand. Ja, und hier gleich mal vorweg, ihr braucht euch keine Gedanken machen bei Jacques Bogart. Die Haltbarkeit und die Silage ist einfach stark. Ist einfach stark. Nachteil immer wieder ist der Sprüher, wenn er sich ein bisschen verdreht, läuft das vielleicht ein bisschen hier raus. So viele Probleme hatte ich da noch nicht mit, aber es sind nicht die besten. Aber der Duft, oh, jetzt ging das gut. Ja, das ist cremig, ja, ein bisschen minimal synthetisch. Was heißt minimal? Also schon ein bisschen klar synthetisch, aber ganz ehrlich, es sind auch viele andere Düfte, die teurer sind synthetisch. Aber hier habt ihr eine Cremigkeit. Oh, richtig geil. So ein bisschen Reflection Man in synthetisch und definitiv stärker. Und einfach frisch, auch blumig im Hintergrund. Hiermit könnt ihr für den Preis, wenn er dann immer noch so ist, überhaupt nichts falsch machen. Lockere Haltbarkeit von 10 Stunden, richtig gute, starke Ausstrahlung und der feuert rein. Ja, da gibt es noch Ableger von, aber ich habe jetzt das erste oder das Original genommen, Silver Sand Original, Punkt. Richtig schön leckerer, cremiger Reflection Man, bisschen synthetisch, aber trotzdem sehr, sehr nice. So, der nächste ist Red, wie auch immer, von Giorgio Beverly Hills. Schaut schon sehr nice aus, ne, muss ich sagen. Und der Duft für diesen Preis ist auch sehr, sehr nice. Hier die alten Sprüher von früher, sehr geil. Ja, hier habt ihr frische, ja, was Grünes, seifig, Oldschool-Touch, aber Oldschool-Touch, bisschen würzig, richtig geil. Und die kühle Frische, saubere Frische, die hier rüberkommt, ist einmalig. Und dieser Duft kostet, ich glaube, 15 € habe ich bezahlt. Wow, wow. Gute Haltbarkeit von 7 bis 9 Stunden, immer verschieden. Wer seifige Düfte haben möchte, wer saubere Düfte haben möchte, wer Barbershop ähnlich, ohne Lavendel jetzt. Aber ne, es geht einfach in die ältere Version. Nicht Opa, aber richtig geil, fruchtig, frisch, kühl, ja, grün auch. Auch wenn die ja, Farbe anders ausschaut. Aber richtig gut. Ja, Giorgio Beverly Hills. Hat ja kaum einer. Wer stellt Giorgio Beverly Hills vor? Das sind alles Düfte, die günstig sind, aber so weit unterm Radar schweben. Wer diesen Duft oder wer diese Richtung oder diese Art Duft mag, ist hier bestens bedient. Ja, der nächste ist ja, Ambre von Baldessarini. Ja, und der riecht so ein bisschen Traubenzucker-Style. Süß Traubenzucker-Style. Aber ich sage immer wieder, dass Baldessarini gute Düfte mag. Und ganz ehrlich, wenn ihr diese Düfte nicht mögt, auch hier wirklich so Fruchtigkeit, süß, Traubenzucker ein bisschen, dann könnt ihr die immer noch verkaufen oder verschenken. Verschenkt sie, irgendeiner wird sie mögen. Das ist so, die kosten ja nicht so viel. Übrigens auch diese ganzen Düfte sind gut zum Verschenken, das darf man auch nicht vergessen. Also das heißt nicht, ihr sollt nur irgendwelchen Plünnen oder irgendwas Günstiges verschenken. Es ist ja kein Plünn. Das heißt ja nicht immer, weil es billig ist, in Anführungsstrichen, dass es gleich schlecht ist. Da müsst ihr mal auch von runterkommen. Das ist, ne? Hier habt ihr so Haltbarkeit 6, 7 Stunden, aber auch ein Saubermann-Duft. Obwohl er süßlich ist, trotzdem ist er nice. Und ich kann immer wieder sagen, Baldessarini solltet ihr mal testen. Haben wirklich geniale Düfte und ich habe diesmal den Ambre wirklich vorgestellt, weil nicht das Cologne von Baldessarini, was natürlich absolut genial ist, aber der ist auch gut und ja, werdet ihr mögen. So, der nächste ist Mercedes-Benz Intense. So, wer nicht mehr so viel ausgeben möchte für Dior Fahrenheit, kann sich auf jeden Fall das Intense von Mercedes holen, weil es riecht wie Fahrenheit. Ja, synthetisch hier aber ein bisschen mehr, also richtig, oh, schon ein bisschen mehr ja, da ist noch mehr Tankstelle drin. Man hat ja immer zu fahren, hat gesagt, der Tankstellenduft
ist ja nicht mehr so. Hier habt ihr natürlich eine stechende Synthetik schon drin. In dem Fall, ich ziehe das Original ja grundsätzlich immer vor, aber ich habe ein paar Mercedes-Benz-Düfte und deswegen fand ich eigentlich, das Intense gehört dazu. Ich finde den Flakon auch wirklich gut gemacht, das ist stabil und der Duft ist gut. Ne? Aber ihr müsst dieses Stechen am Anfang, das müsst ihr schon wirklich abkönnen und wie gesagt, es ist aber guter, riecht schon gut nach Feinheit, aber trotzdem noch mit einer kleinen Leder-Mercedes-DNA finde ich im Hintergrund. Aber das Intense hat schon Stil. So, und zu guter Letzt kommt ein Duft von Boucheron Japur Homme, das Eau de Parfum. Das sieht schon nice aus und sieht nach Geld aus. Ja, da müsst ihr auch gucken. Den gibt es teuer und den gibt es günstig. Denselben Duft. Ihr müsst gucken. Manche haben den günstiger, manche nicht. Das ist auch hier eine Vanille und einen kleinen Oldschool-Touch drin. So ein bisschen, ja, blumig auch. Sonne, so eine trockene Sonne, wie soll ich das erklären, ist schwer. Und dann diese Vanille, ja, ein bisschen seifig im Hintergrund. Vielleicht so ein bisschen der Gegenpol von Shalimar. Aber anders einfach, ne? Aber geil. Für den Preis, wenn ihr die günstig bekommt, habt ihr einen Traumduft. Auch das Eau de Toilette. Auch das Eau de Toilette könnt ihr. Manchmal kriegt ihr beide für 60 Euro. Manchmal kriegt ihr aber auch nur einen für 70 Euro. Ihr müsst also gucken. Aber dieser Duft ist genial. Für den Preis, wenn ihr gönnt, und selbst wenn er jetzt teurer wäre, ist er geil. Aber weil ich ihn seit Jahren günstig gesehen habe, jetzt habe ich nicht mehr nachgeschaut, aber weiß ich, dass er günstig rausgeworfen wird und dafür ist der top. Und vor allen Dingen jetzt im Herbst ist Boucheron Japur ja, mit der Vanille und dieses Blumige, bis diese Sonne, dieses Trockene ein bisschen, ist der richtig geil. Richtig geiler Duft. Ja, Leute, das muss auch mal sein. Das waren jetzt mal sehr spezielle Düfte, würde ich mal behaupten, für den Preis, der günstig ist. Und ich hoffe, ihr findet sie günstig. Und dann, ja, schreibt mal runter. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Videos. Schreibt ruhig runter, ob ihr die gut findet, wenn ihr sie habt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Schaltet wieder ein. Auch für die Neuen natürlich. Schaltet immer ein. Guckt meine Videos und dann bis zum nächsten Mal.